Herzlich willkommen hier im sonnigen, aber doch etwas kalten Rukla in Litauen. Ja, geht jetzt endlich los. Ich bin auf jeden Fall froh, dass die 14 Tage rum sind endlich. War ja lange genug. Und ja, ich freue mich dann, wenn es losgeht. Wir sind jetzt gerade in Hannover auf dem Flughafen und bereiten uns vor für unseren Abflug nach Litauen, genauer gesagt nach Kaunas. Also mir wird die große Ehre zuteil, diese multinationale Battle Group zu führen. 1400 Soldaten aus 5 Nationen. Das wird schon anspruchsvoll. Schalten Sie nun bitte auch alle elektronischen Geräte zur Landung wieder aus und schließen Sie Ihren Sitzbord. Vielen Dank. Tschüss. Gerne. Tschüss. Dankeschön für alles. Gerne. Ja, wir befinden uns hier gerade in Litauen. Unsere Mission ist das Abschrecken potenzieller Gegner, dass die nicht das Bündnisgebiet der NATO angreifen und weiterhin die multinationale Kooperation auch mit den litauischen Verbündeten und die Ausbildung, weil es das Kerngeschäft der Bundeswehr im Grunde betrifft und das ist Landes- und Bündnisverteidigung. Gestern, da hatten wir dann minus 23 Grad mit einem leichten Wind. Das war dann schon so, dass in einem Grunde das ganze Gesicht zusammenfriert. Also das sind auch Temperaturen, die erlebt man oder die habe ich bisher in Deutschland vielleicht mal so tageweise erlebt. Das ist hier halt so das Wochenprogramm. Herzlich willkommen hier im sonnigen, aber doch etwas kalten Rukla in Litauen. Hier sehen Sie auch die litauische Flagge. Die verhalten sich im Rahmen der Flaggenparade genauso wie in Deutschland während einer Flaggenparade. Also Blick zur Flagge und Gruß zur Fahne. Ja? Wir befinden uns in der Kaserne in Rukla. Sind halt gerade noch so ein bisschen in der Startphase, sage ich mal. Die ersten Kräfte sind jetzt schon angekommen vom Vorkommando. Die Restkräfte, die Hauptkräfte, die folgen alle noch. Wir haben die jetzt aufgenommen, eingewiesen, einmal grob die Rahmenbedingungen gegeben, die empfangen jetzt ihre Schlüssel, beziehen die Stuben und im Anschluss dann gehen die in das Zelt zum In-Processing, wo sie halt nochmal ihre Daten abgeben, Daten abgeglichen werden, die Fotos für die Ausweise gemacht werden etc. Wohin des Weges? In meine neue Stube. Hast du die schon gesehen? Ja, ich habe gerade reingeguckt, habe schon ein paar Sachen reingestellt. Ja, geht jetzt endlich los, sodass wir uns ein bisschen einrichten können. So, haben wir jetzt einen Kühlschrank oder ist das immer noch die Eistruhe? Wir haben uns vom Vorgänger einen Kühlschrank und jetzt eine Gefriertruhe besorgt, sodass wir hier, ich sag mal, wenn man dann morgens vielleicht nicht so früh aufstehen möchte oder am Base Day, wenn man ein bisschen schlafen möchte, haben wir hier die Möglichkeit, Essen, Trinken kalt zu stellen, ja, sodass wir, naja, was Eigenes essen können. Ja. Heute? Nein. Er stellt natürlich auch Ja, weißt du. Habt ihr schon mal besser, schlechter, irgendwo anders gehaust? Schlechter geht immer, ne? Also es geht trocken von oben, 4 Wände, genug Betten. Passt. Wir machen jetzt einmal einen kleinen Rundgang hier über den Flur. Was haben wir hier? Es sind nämlich nicht nur Stuben, es sind auch noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ich sag mal, das eine oder andere wird man vielleicht schon kennen. Und das andere könnte dann doch vielleicht den einen oder anderen Soldaten dann auch mal neu sein. Hier vorne haben wir praktisch so einen kleinen Aufenthaltsbereich. Da sitzen die Soldaten abends gerne telefonieren in aller Ruhe. Die Ecke wird noch von uns hergerichtet, so ein bisschen mit einem Tarnnetz versehen. Ansonsten haben wir hier jetzt noch Waschraum, WC und Dusche. Das ist halt so der Waschraum, der morgens und abends genutzt wird. Hier nebenan haben wir die Toiletten. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir dann noch die Duschen. Ich sag mal, wie man so eine Armatur eigentlich von zu Hause auch kennt. Relativ klassisch. Das Problem ist, der Wasserdruck lässt zu wünschen übrig.
Dementsprechend ist es eigentlich, jetzt hält einer eine Gießkanne einem über den Kopf. Also so einen schönen Duschschauer hat man hier leider nicht. Ansonsten hat man hier zur linken, rechten Seite immer Stuben. Hier haben wir einmal einen Trockenraum. Man kann jetzt zum Beispiel auch einfach, wenn man von draußen kommt und das Wetter war schlecht, die persönliche Ausrüstung hier reinstellen. Und durch die Luftzirkulation trocknet das dementsprechend deutlich besser. Man sieht, dass man den Geruch hier nicht durch die Kamera riechen kann. Das ist nämlich nicht so angenehm hier. Ansonsten haben wir hier noch eine kleine Ecke, so eine kleine Küche. Das ist ja gerade in der Mache, dass wir uns das dann mit dem Delta teilen. Gerade mit dem litauischen Essen. Nicht jeder ist davon jetzt so begeistert, nicht jeder verträgt das auf Anhieb. Es ist dann doch kulinarisch ein bisschen anders hergerichtet wie bei uns. Als wir angekommen sind, vor dem Gebäude standen, man hat es gesehen, das Gebäude von außen macht Eindruck, sieht schön aus, und dann kommt man hier rein und stellt fest, okay, es ist schon gut in die Jahre gekommen. Gerade durch die ganzen Rotationen, immer wieder neue Soldaten. Und dementsprechend muss man halt auch einen pfleglichen Umgang mit dem ganzen Material haben, was man hier zur Verfügung hat. Und dann klappt das auch alles. Also das ist der Container mit unserem Waffenkammermaterial. Ganzen Waffen da drin. Und 11 Grad minus, Schloss natürlich eingefroren, Klassiker. Jetzt müssen wir halt das Schloss erwärmen, den Schlüssel erwärmen, um da ranzukommen. Ne? Das kann passieren, je nachdem wie stark die Temperaturen werden. Das ist halt Metall. Irgendwann friert alles fest. Kohle. Feuerzeugventil, dann geht das los. So heißt das, kann man anfassen. Ich habe nicht die Zeit, hier noch eine Stunde zu warten, bis die Sonne rum ist. Aber was ist jetzt Plan B hier gerade? Feuer machen. Königreich von Bratwurst, jetzt schon. Ich hab da direkt so. Die hat anscheinend ein bisschen mehr gewogen als die andere. Ja, ich glaube, die liegen halt gleich viel, aber ist trotzdem nicht angenehm. Wir sind fertig, das Material befindet sich jetzt vor der Waffenkammer, wird jetzt eingelagert. Soweit haben wir alles reingeschleppt, das liegt ja alles vor der Waka. Und jetzt machen wir unser Ding. Lass mal abwarten, was da noch so kommt. Ja, und dann mal gucken. Ja, okay, dann vielen Dank. Ne? Bitteschön. Halt dich warm. Genau, wir schauen einmal, ob das jetzt alles da ist, was wir in Munster eingeladen haben, um das hier dann quasi in die einzelnen Fächer reinzulegen, sodass wir dann eine geordnete Struktur haben. Marvin? Ja? Wir machen das Panzerregal. Wir legen die erstmal quer rein. Mein Name ist Sebastian, ich bin Oberstabsgefreiter beim Panzerlehrbatallion 93 in der 4. Kompanie und bin hier in der 1. BC eingesetzt als Waffenkammerwart und als Materialbewirtschaftungssoldat. Meine Aufgabe als Waffenkammerwart ist die Kontrolle der Waffen. Und zwar gibt es mehrere Stufen von Kontrollarten. Die Sichtprüfung, die unterliegt mir. Und wir sind zuständig, auch um zu gucken, ob die Waffen sauber sind, irgendwelche Schäden haben, die offensichtlich sind, sowie auch was das optronische und optische Gerät anbelangt, wie zum Beispiel Ferngläser,
wie zum Beispiel Nachtsichtgeräte etc. Zu dem Kampfpanzer befinden sich insgesamt das Hauptwaffensystem 120 mm Bordkanone. Zusätzlich gibt es aber sekundäre Bewaffnungen, die zum Beispiel beinhalten die Maschinenpistole 7 von Heckler & Koch und darüber hinaus auch mit G36 Maschinenpistolen, Pistolen, Signalpistolen. Wir befinden uns hier im Bereich Schießgerät Unterkaliber, das ist im wörtlichen Gebrauch quasi die Panzerfaust. In Deutschland haben wir unsere Waffenkammer nur auf unsere Panzerkompanie beschränkt. Da fällt das Material etwas geringer aus. Hier in Litauen ist es so, dass wir natürlich andere Teilstreitkräfte mit einarbeiten und mit einbinden, sowie die Scharfschützen zum Beispiel, die Pioniere mit ihrem Gerät. Und halt auch andere Kräfte wie den Sanitätern, die ihre Handwaffen bei mir einlagern. Wir befinden uns jetzt hier in einem Warenbestand von ungefähr 1,8 bis 2 Millionen Euro, was quasi auf meine Kappe geht, wenn da was verloren geht, weil ich dafür unterschrieben habe. Und ich kann da jedem sagen, der sich das hier anguckt, geht weg vom Computer und kommt zur Bundeswehr. So, genug für heute, Feierabend. Wir räumen jetzt hier noch ein bisschen und wenn wir die Waffenkammer vollzählig haben und alles eingeräumt sind, dann sehen wir uns wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.